In diesem Video gebe ich 9 Tipps für Bassanfänger. Wenn du bestimmte Fehler von Anfang an vermeiden kannst, dann wirst du einfach schneller besser. Übrigens, nur 3 von diesen Tipps betreffen die Technik auf dem Instrument. Die anderen Tipps sind eher ungewöhnliche, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Beginnen möchte ich mit den Techniktipps und danach kommen dann die eher ungewöhnlichen Tipps. Also der Tipp Nummer 1 ist, alle Finger einzusetzen auf dem Bass von Anfang an. Denn ich beobachte sehr oft, dass Anfänger versuchen mit nur einem Finger alles zu spielen und dann machen die solche Sachen. Ja, und es klang noch einigermaßen jetzt organisch bei mir, aber wenn man sich dann entweder verspielt oder auch erst doch ein bisschen Zeit braucht, um sich die Bühne zusammenzusuchen, dann klingt es sehr schnell unmusikalisch. Und der Tipp ist einfach, diese Anstrengung auf sich zu nehmen, die verschiedenen Finger auch wirklich zu trainieren. Der Vorteil ist dann, dass du ganz oft in einer Lage bleiben kannst und das Ganze viel bequemer spielen kannst. Es sei denn, aber das ist dann eine bewusste Entscheidung, du möchtest so etwas machen. Das ist dann was anderes, aber das ist dann auch eine bewusste Entscheidung. Tipp Nummer 2 ist, vermeide, dass die Greiffinger sich zu weit vom Griffbrett entfernen, also so. Wenn die Finger nämlich zu weit weg sind, dann dauert es immer ein paar Millisekunden, bis die wieder hier ihre Position finden und dann kommst du aus dem Rhythmus. Eine Hauptursache ist, dass viele den Daumen über das Griffbrett hinaus ragen lassen und dann kommen sie mit den Fingern nicht mehr so richtig rum. Der Ellbogen klebt am Körper, also mein Vorschlag, den Daumen hinter das Bassgriffbrett, Ellbogen ein bisschen raus und jetzt kommen die Finger auch viel lockerer ans Griffbrett und wenn das alles nicht funktioniert, dann verkrampfst du, die Finger kommen nicht richtig hin und machen komische Sachen. Und mein allererster Basslehrer, der hat mir immer damit gedroht, dass wenn er meinen Daumen über dem Bassgriffbrett sehen würde, dann würde er da ein Smiley-Gesicht draufmalen. Und das mache ich heute mal. So. Jetzt haben wir hier unser Smiley-Gesicht. Und ja, ist nicht weiter schlimm, aber soll dich und soll mich daran erinnern, den Daumen eben nicht hier weit oben zu haben, sondern hinter dem Griffbrett. Und noch ein Wort dazu, wenn du irgendwann mal ganz einfache Sachen spielst auf der Bühne und so cool sein willst wie viele Rockbassisten und du hast den Daumen hier drüber hängen, dann ist das auch kein Problem. So sieht man häufig Bassisten. Aber wenn du eben übst, um besser zu werden, dann empfehle ich dir den akademischen Tipp, diese Haltung auszuprobieren, um mit allen Fingern überall hinzukommen. Und wenn du einen einfachen Song spielst auf der Bühne und abrocken willst, dann machst du diesen hier, kein Problem. Dann sehen wir alle hier dein Smiley-Face. Tipp Nummer 3 ist, lerne frühzeitig, wie du die Saiten auf dem Bass abdämpfen kannst. Oder manche sagen auch abstoppen dazu. Denn es gibt nichts Schlimmeres als einen Bassisten, der seine Saiten nicht kontrolliert und wo alles durcheinander klingt. Denn wer das nie richtig gelernt hat, bei dem klingen die Sachen dann so. Und es klingen verschiedene Saiten, schwingen einfach weiter, weil sie nicht abgedämpft, weil sie nicht abgestoppt, weil sie nicht angehalten werden. Grundsätzlich haben wir dafür 2 Möglichkeiten. Wenn ich mal alle Saiten nacheinander spiele, die erste Seite, zweite, dritte und vierte Seite. Ich habe nichts abgedämpft, alle Saiten klingen durcheinander, es klingt schrecklich. Dann kann ich mit der linken Hand einfach auf die Saiten drauf fassen, also nicht keinen Ton greifen, sondern bloß so leicht drauf fassen, damit diese Saiten abgedämpft werden und dann klingt das Ganze sauber. Ich spiele die erste Seite, dämpfe die erste Seite ab mit der linken Hand, während ich die zweite Seite spiele. Jetzt habe ich die zweite Seite abgedämpft und jetzt dämpfe ich auch noch die dritte Seite ab, während ich die vierte Seite anspiele. Und wenn ich von den tieferen auf die höheren Seite wechsle, zum Beispiel von der E-Seite auf die D-Seite, dann klingen die beiden Seiten auch durcheinander, dann von der A-Seite auf die G-Seite, klingt auch alles schrecklich. Hier kann ich leicht abdämpfen, indem ich mit der rechten Hand den Daumen auf die Seite draufsetze, die nicht mehr klingen soll. Also zum Beispiel, ich spiele die E-Seite und jetzt dämpfe ich mit dem Daumen ab, während ich die D-Seite anspiele. Ich spiele die A-Seite und dämpfe mit dem Daumen ab, während ich die G-Seite anspiele.
Bevor wir jetzt zu den eher ungewöhnlichen Tipps kommen, wenn dir dieses Video etwas bringt, dann gib ihm doch den Daumen nach oben. Und ich habe festgestellt, dass die meisten derjenigen, die sich meine Videos ansehen, meinen Kanal noch gar nicht abonniert haben. Nun, das ist nicht weiter schlimm, aber wenn du diesen Kanal abonnierst, dann weiß YouTube, hier gibt es was Gutes zu sehen und das motiviert mich natürlich dann auch umso mehr, weiterhin gute Videos zu machen. Tipp Nummer 4 klingt zunächst banal, und zwar lerne von Anfang an deinen Bass richtig zu stimmen, also die Saiten mit den Stimmwirbeln auf die richtige Tonhöhe zu bringen. Denn wenn du das nicht tust, dann klingt alles immer irgendwie schräg, wie zum Beispiel in diesem Beispiel. Und nachdem du den Bass gestimmt hast, klingt auch alles wieder richtig gut. Leider kommen viele Schüler und Schülerinnen in den Unterricht und möchten zuerst, dass ich als Lehrer ihren Bass stimme, weil es schneller geht und weil sie dann wissen, dass der gut gestimmt ist, und hoffen dann, dass die ganze Woche über bei ihnen zu Hause sich der Bass nicht verstimmt, was aber meistens dann doch eintritt, weil wenn man den Bass in eine Hülle steckt, dann kommt die Hülle an die Stimmwirbel und der Bass verstimmt sich und dann klingt es zu Hause auch nicht toll und dann macht das Üben auch keinen Spaß. Stimmen kannst du mit einem Stimmgerät, die kosten heutzutage nicht mehr der Welt, oder mit kostenlosen Apps, die man sich für das Smartphone herunterladen kann. Ich habe dazu übrigens auch ein Video hier auf YouTube, wie man den Bass zum allerersten Mal stimmt, wenn man noch gar keine Ahnung hat, wo man damit beginnen soll. Und in jenem Video zeige ich auch, was passiert, wenn man den Stimmwirbel viel zu weit in die falsche Richtung dreht. Und keine Angst, dein Bass geht dabei nicht kaputt. Den Link findest du unterhalb dieses Videos. Tipp Nummer 5, achte darauf, dass deine Fingernägel in der Anschlagshand immer schön kurz geschnitten sind. Mein allererster Basslehrer hat mir übrigens damals empfohlen, mir extra eine Nagelfeile dafür zuzulegen, um die Nägel ganz genau millimetergerecht zurecht zu feilen. Das halte ich jetzt im Rückblick für übertrieben. Ich weiß, dass das Konzertgitarristen, also Akustikgitarristen, klassische Gitarristen machen, weil die brauchen eine ganz bestimmte Länge der Fingernägel, um die Saiten so zum Klingen zu bringen. Ich muss dazu sagen, ich habe damals, als ich angefangen habe, die Fingernägel etwas länger gehabt, um damit mehr so einen Plektrum-Sound aus den Saiten, so einen brillanteren Sound rauszukitzeln. Da mag es vielleicht Sinn machen, die Fingernägel genau abzufeilen, aber heutzutage nehme ich einfach den Nagelklipper und klippe mir die Nägel ab alle paar Tage, wenn ich merke, da ist irgendwas zu lang, damit auch alle Finger gleich schön rund klingen. Übrigens, das mit den langen Fingernägeln habe ich mir ziemlich schnell wieder abgewöhnt, denn vor einem wichtigen Auftritt ist mir einer der beiden Fingernägel abgebrochen. Dann musste ich den zweiten auch kurz machen, denn sonst hätte es ja völlig ungleich geklungen. Tipp Nummer 6, und das beherzigt leider so gut wie kein Anfänger und keine Anfängerin, muss ich leider sagen. Und zwar den Bass wirklich mal zum Bassbauer zu bringen oder auch Gitarrenbauer oder Luthier, sagt man auf Französisch, für den Instrumentenbauer und denjenigen oder diejenige, die die Instrumente nicht nur baut, sondern auch instand hält und repariert. Und zwar geht es darum, es gibt verschiedene Sachen, die man am Bass einstellen sollte, damit man bequem darauf spielen kann. Einmal ist das die Saitenhöhe, denn wenn die Saiten zu weit weg vom Griffbrett sind, also es gibt hier eine Schraube innerhalb des Bassgriffbretts und wenn die zu sehr angezogen ist, dann krümmt sich das Bassgriffbrett zu stark, also der Hals, das ist der Hals krümmt sich dann zu stark, dann sind die Saiten zu weit weg vom Griffbrett und dann ist es unheimlich schwer, überhaupt noch an was zu greifen. Mein allererster Bass, der war so furchtbar eingestellt, ich habe irgendwie trotzdem darauf spielen können. Und dann gab es aber mal die Situation, das war mein allererster Auftritt als Bassist, als E-Bassist. Und da war eine andere Band noch dabei und ich habe mal den Bass des anderen Bassisten in die Hand genommen und war erstaunt. Der hatte die Saitenlage so hoch, das war so falsch eingestellt, ich konnte wirklich keinen einzigen Ton darauf spielen. Und so ist es dann auch passiert, dass ich vor kurzem ein Video gemacht habe, Slappen für Slap-Anfänger, also das hier ist die Slap-Technik, und da habe ich erklärt, wie man die Saite richtig anschlägt mit der Slap-Technik, und hinterher haben mich mehrere dazu gefragt, ob man die Saite so stark anschlagen muss, dass die Basssaite sogar also hier gegen das Griffbrett knallt, gegen die Bünde, und ich habe mir gedacht, ja, ist doch klar, wo soll die Saite sonst dagegen knallen? Es geht doch um Slappen, um Schlagen, wir schlagen die Saite gegen das Griffbrett, aber das war für mich klar, denn wenn ich auch nur ganz leicht dagegen schlage, klar, der Slap-Sound ist, dass die Saite gegen die Bünde knallt.
ganz leicht. Aber dann bin ich dahinter gekommen, klar, es gibt Bassisten, Bassistinnen, die haben noch nie die Saiten richtig eingestellt, ihr Instrument richtig eingestellt oder einstellen lassen. Und dann ist die Saite so weit weg, die kommen wirklich gar nicht dazu, die Saite dagegen knallen zu lassen beim Slappen, können deswegen auch gar nicht richtig slappen, einfach weil der Bass falsch eingestellt ist. Das hätte ich beim Slap-Video am besten noch dazu sagen sollen, stelle deinen Bass richtig ein, damit das Ganze auch funktioniert. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel muss die Saitenlänge richtig eingestellt sein, damit auch in jedem Bund genau der Ton klingt, der oder auch klingen soll, denn es nützt nichts, wenn nur die Leerseite gestimmt ist und dann aber aufgrund der falschen Seitenlänge in den weiteren Bünden die Töne nicht mehr stimmen. Also mein Tipp ist, entweder du lernst es, den Bass selber richtig einzustellen, im Internet findest du dazu auch viel Material, oder gerade als Anfänger, ich würde wirklich das bisschen Geld in die Hand nehmen und schauen, wo es einen Instrumentenbauer gibt, einen Bass- oder Gitarrenbauer oder vielleicht auch bei dir im Instrumentengeschäft. Und dafür was zu bezahlen, damit der mal sich eine halbe Stunde das Instrument vornimmt und alles richtig einstellt. Das zahlt sich wirklich aus. Tipp Nummer 7, lerne oder probiere einfach aus, wie die verschiedenen Regler an deinem Bass den Sound verändern und ebenso auch, was die Regler an deinem Bassverstärker verändern am Klang. Denn ich erlebe immer wieder viele Schüler und Schülerinnen, die schon länger Unterricht haben, die sich aber darum überhaupt gar nicht kümmern, weil sie sagen, ich weiß davon nichts, ich will damit vorerst auch nichts zu tun haben. Und dann klingt das oft ganz, ganz furchtbar, weil sie einfach auch noch nicht mal probieren, wie man den Klang überhaupt verändern kann. Meine Empfehlung ist, ganz zu Beginn, zuerst mal finde heraus, wie du die Lautstärke einstellen kannst an deinem Bass. Dann lässt du diese Lautstärke auf volle Lautstärke, so laut wie es geht. Es gibt keinen Grund, da irgendwie weniger Lautstärke zu verwenden. Und wenn, dann regelst du die Lautstärke eben am Verstärker, wie laut es bei dir zu Hause klingen soll. Und alle anderen Regler würde ich in meine Mitteleinstellung lassen. Also es gibt bei diesem Bass zum Beispiel, das rastet hier so ein, die Mittelstellung. Das würde ich jetzt mal machen am Bass. Wenn du keine Mittelstellung einrasten kannst, dann lass den Regler irgendwie in der Mitte oder beweg ihn in eine Richtung die andere und spiele ein paar Töne und höre, wie sich der Klang verändert. Und am Verstärker würde ich grundsätzlich zu Beginn, das mache ich auch bei jedem Verstärker, den ich noch nicht kenne, erstmal alles in die Mittelstellung stellen und auch keine Knöpfe drücken, von denen ich gar nicht weiß, was die machen. Wenn dir jemand sein Auto leiht und du kennst dieses Auto nicht, du fährst das zum ersten Mal, dann fängst du doch auch nicht an, irgendwie auf allen Knöpfen rumzudrücken im Cockpit, ohne zu wissen, was da passiert. Warum soll ich die Sitzheizung anstellen oder die Klimaanlage, wenn ich es gar nicht brauche? Also so sehe ich das auch. Ich finde es komisch, wenn Schüler und Schülerinnen von mir alle Knöpfe am Verstärker gedrückt haben im Unterricht und ich frage, weißt du überhaupt, was dieser Knopf hier macht? Kompressor oder Bassboost oder was es nicht alles gibt. Und die sagen, nee, keine Ahnung, aber Hauptsache mal überall drauf gedrückt. Also meine Philosophie ist, erstmal alles ausgestellt lassen und wenn du etwas vermisst oder wenn jemand vielleicht zu dir sagt, sag mal, dein Bass-Sound ist sehr dünn, gib doch mal mehr Bass rein, dann würde ich suchen, wo es der entsprechende Poti, um die Bassfrequenzen anzuheben oder auch ein Bass-Boost, ein Knopf, der das anhebt oder umgekehrt. Du hast zu viele Höhen, es klingt sehr schrill, um die Höhen zurückzunehmen oder irgendwie sowas. Tipp Nummer 8 ist wahrscheinlich der kontroverseste Tipp und der lautet, spiele nicht nur Songs, auch nicht zu Beginn. Ich weiß, dass das Spaß macht und ich weiß, dass das motiviert und dass ganz viele Basslehrer und Lehrerinnen das ganz bewusst von Anfang an machen, dass sie nur Songs spielen und ich weiß, dass das auch viele Leiter und Leiterinnen von Musikschulen das ihren Lehrern und Lehrerinnen empfehlen, viele Songs zu spielen, um die Schüler und Schülerinnen bei Laune zu halten, weil es Spaß macht. Meine Empfehlung ist, natürlich sollst du Songs spielen, auch deine Lieblingssongs, einfache Songs, alles was Laune macht, das ist alles super, mache ich ja auch in meinem Unterricht, aber nicht nur. Ich würde auf jeden Fall immer auch parallel zum Songspielen etwas anderes üben, was nicht ganz konkret ein bestimmter Song ist. Denn die Songfalle ist, und das habe ich oft gesehen, gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern, die vielleicht weniger Disziplin haben als Erwachsene,
dass die dann jede Woche ankommen mit ihrem neuen Lieblingssong und sagen, können wir den Song heute machen? Und ich als Basslehrer höre den Song dann schnell raus und zeige dann die paar Akkorde, die es da gibt, und dann geht das los. Es soll schnell gehen und mit einem Finger wird rumgerutscht und alles, was ich noch weiter dazu sage, wie man das gut spielen könnte, da wird gar nicht mehr hingehört. Hauptsache hier den Song. Und die folgende Woche das gleiche Spiel, wieder ein anderer Song, wieder nur die ersten 3 Töne gespielt und den Song nie komplett gespielt. Das kann dich behindern in deiner Entwicklung. Also, natürlich klar, ruhig Songs spielen, sehr gut. Es gibt auch genug Tutorials, wie du bestimmte Songs spielen kannst. Im Internet ist alles super. Aber nimm dir jeden Tag auch ein paar Minuten Zeit, um etwas zu machen, was nichts direkt mit dem Song zu tun hat. Denn es gibt manche Dinge, die kann man einfach nicht innerhalb eines Songs lernen. Da muss man einfach mal ein paar Minuten sich hinsetzen und mal schauen, wie diese ganze Mechanik am Bass richtig funktioniert, ohne dass ein Song im Hintergrund irgendwo spielt. Übrigens, die verschiedenen Beispiele, die ich dir heute in diesem Video gezeigt habe, die habe ich geklaut aus meinem eigenen Kurs. Der nennt sich Mein erstes Basssemester. Das ist ein Anfängerkurs. Und da verwende ich also auch Songs, mehrere Songs, aber nicht nur Songs, wie das andere Basslehrer und Lehrerinnen machen, sondern ich habe schon für jede Übung immer speziell ein Play-Along oder viele sagen heutzutage Backing-Track, weil es einfach besser klingt, und dann hört man auch die Übung im Kontext mit anderen Instrumenten. Das ist schon eine sehr gute Sache. Und trotzdem meine Warnung, bevor ich so einen Backing-Track auflege und dazu spiele, sollte ich schon mal vorher das einmal trocken durchgespielt haben, nur mal zu schauen, zu verstehen, welche Finger brauche ich dafür, wie funktioniert das, was macht eigentlich die andere Hand, und dann erst die Musik dazu auflegen und dazu spielen. Kommen wir nun zum letzten Tipp. Tipp Nummer 9. Ich empfehle dir, jeden Tag den Bass in die Hand zu nehmen, und sei es auch nur für 1 Minute. Diese Routine, die sorgt einfach dafür, dass das Ganze sich in deinem Alltag einschleift, wenn es immer zur gleichen Tageszeit ist, vielleicht immer nach der Schule oder immer vor dem Abendessen. Bei mir ist es so, ich stehe so früh auf, noch bevor der Rest meiner Familie aufsteht, damit ich in aller Ruhe mal 1 Stunde Zeit habe, um mich mit dem Bass zu beschäftigen, was im Laufe des Tages dann meistens nicht mehr funktionieren würde. Und da empfehle ich dir, die gerade als Anfänger und Anfängerin nicht zu viel Zeit investieren zu wollen, plane einfach mal nur 5 Minuten pro Tag. 5 Minuten. Und jetzt ist meine Empfehlung aus dem vorigen Tipp: Spiel in diesen 5 Minuten nicht einen Song, den du eh schon kennst und eh schon kannst. Denn es macht zwar Spaß, aber da wirst du nicht besser. Sondern nehme dir 5 Minuten Zeit und mache da etwas, was du noch nicht kannst. Es kann eine trockene Fingerübung sein. Aus einem Bassbuch, aus einem Basskurs, aus einem meiner Basskurse zum Beispiel. Und oder auch etwas, was vielleicht eher nach Theorie klingt, wie eine Tonleiter. Wenn du Bassunterricht nimmst, dann mach in diesen 5 Minuten das, was du als Hausaufgabe sowieso bekommen hast für die Woche. Also jeden Tag 5 Minuten. Die 5 Minuten, die sind ja auch ruckzuck rum. Wenn du am Ende 6, 7 oder 8 Minuten damit verbringst, ist das natürlich auch gut und umso besser. Und danach kannst du dann auch gerne 1/2 Stunde lang einen Song spielen von deiner Lieblingsrockband, 1/2 Stunde lang 10-mal den gleichen Song, weil es einfach Spaß macht, ist super, absolut, habe ich nichts dagegen. Wenn du jeden Tag nur 5 Minuten dich mit etwas beschäftigst, was du noch nicht kannst, dann sind das in der Woche schon 1/2 Stunde, etwas über 1/2 Stunde. Das bringt dich wirklich weiter, glaube es mir. Und jeden Tag 5 Minuten bringt dich weiter, als dich nur mal am Sonntagabend 1/2 Stunde hinzusetzen. Denn das menschliche Gehirn, das braucht einfach so das Ganze immer so in kleinen Häppchen, damit das Ganze verdaut werden kann. So ist das einfach. Das waren sie, meine 9 Tipps für Bassbeginner. Wenn du Fragen zu diesen Tipps hast oder auch generell zum Bassspielen hast, dann hinterlasse mir doch einen Kommentar unter diesem Video und ich werde versuchen, das möglichst bald zu beantworten. Und wenn du gar kein blutiger Anfänger oder Anfängerin mehr bist und gar nicht einverstanden bist mit dem, was ich heute gesagt habe, oder wenn du vielleicht auch noch ergänzend andere Tipps hast, schreibe das alle gerne unten in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf und so haben wir auch alle was davon. Bis zum nächsten Mal.